Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweiknall. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt's die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Braunschweig, wo es auch wieder einen Stadionvlog geben wird. Gerne dann wieder reinschauen. Der kommt am Samstag dann direkt online. Lasst gerne auch hier wieder ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Für mehr die Glocke aktivieren. Ganz einfach, schreibt eure Meinung in die Kommentare. So, wir blicken zuerst so wie immer auf den Gegner. Ist ja im Endeffekt so wie ein Freundschaftsspiel von der Fangemeinde her. Sind sehr, sehr coole Jungs aus Braunschweig. Kennt man auch einige Leute. Sehr sympathisch. Und ich denke mal auch, das wird ein Spiel, was wieder ein bisschen die Clubs verbinden wird. Nämlich auch nochmal im Sinne des Weihnachtsmarktes. Ich denke mal auch ein Choreo oder ein Spruchbanner wird von Braunschweig kommen. So, fangen wir aber mit den Fakten an. 17. Platz mit 14 Punkten ist Braunschweig. 3 Siege konnte man feiern bis jetzt, 5 Unentschieden und 10 Niederlagen. Was äußerst viel ist, muss man sagen. Schlüsselspieler sind Philippe in dem Spiel, denke ich mal. So wie immer, muss man einfach sagen. Bijacic hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Auch Eisen, muss man sagen. Sehr, sehr starker Spieler. Tempelmann ist Man of the Match geworden, so wie ich das richtig mitbekommen habe im letzten Spiel. Und ich finde ihn richtig gut. Ich hätte den auch gerne bei uns gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein richtig guter ZDM. Den muss man mitnehmen. Spielsystem ist 5-3-2 und die haben viele Ausfälle, wie man hier sieht. Ordentlich. Aber damit kommen wir zur Startelf. Hier sehe ich Polter definitiv als Favoriten. Philippe im Sturm, so wie immer. Polter bringt meiner Meinung nach noch die gewisse Qualität mit, besser als Schabo. Im Kopfballspiel gegen Magdeburg, der kennt es auch, wie man es machen muss. Hoffmann sich im Tor, ist auch die einzige Option richtig. Rittmüller, rechts außen. Bijacic sowieso Innenverteidigung Jeke als direkter ZIV. Elos macht auch Innenverteidiger, sonst haben sie nichts mehr. Sanchez wird so wie immer links spielen. Tempelmann, Köhler in der Mitte. Gomez wird hoffentlich wieder als ZOM agieren, denke ich mal, für Braunschweig. Jetzt blicken wir aber auf die wichtigen Fakten, nämlich auf uns. Das ist so wie immer sehr wichtig. Besser als auf andere zu blicken, meiner Meinung nach. Da spreche ich auch lieber drüber. Bei uns ist wieder im Endeffekt nicht so viel passiert vom Kader, muss ich sagen. Leider gab es noch keine Pressekonferenz, deswegen kann ich leider nicht damit arbeiten. Ich kann nur mit dem Wissen arbeiten, was so aktuell letzte Woche oder auch in der Woche so passiert ist. Und ja, da gibt es nicht so viele Optionen. Aktuell leider. Gnaka sollte wieder fit sein, so wie ich es mitbekommen habe. Ja, aber sonst bei Ormström weiß ich auch nicht, wie es aussieht. Deswegen habe ich da mal ein Fragezeichen hingemacht. Der könnte durchaus fit sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. 31 Punkte aus 18 Spielen könnte man holen. 8 Siege, 7 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Schlüsselspieler in dem Spiel werden sein Artig, Erhankuri und Kars. Also so wie auch letztes Spiel. Die haben es auch gezeigt, dass sie es sind. Spielsystem 3-4-3 flach. Ist ein tolles System, muss ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Verletzte gesperrte Spieler sind weiterhin Bokon, Musunda, Kohinja, Loric und Ormström, die uns fehlen werden leider. Vor allem Ormström könnte ein größerer Verlust sein, auch wenn wir ihn noch nicht spielen haben sehen, zumindest in der Liga. So, kommen wir direkt zur möglichen Startelf. Ich habe hier mal wieder ein bisschen Änderungen reingebracht im Gegensatz zu meiner letzten. Reimann so wie immer im Tor. Die Dreierkette bleibt auch so wie immer. Elzain dafür diesmal links außen. Der hat das im ersten oder zweiten Saisonspiel schon mal gespielt oder auch dritten. Da fand ich ihn gar nicht so schlecht. Und Neuenberger hat es nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Erhankuri so wie immer im Mittelfeld ziehend auf dem ZOM oder Achter. Gnaka wird wieder spielen hoffentlich. Herrscher rechts außen. Meiner Meinung nach hat auch Gnaka sehr gefehlt. Artig links außen mit Kars und Burcu im Sturm. Ja, das ist die Startelf. Ich finde die sehr, sehr stark. Vor allem natürlich das Dreier-Duo vorne, vor allem Dreier-Trio vorne. Kuri wird wieder auf dem ZOM sehr, sehr durchdrehen. Ich mag den da sehr. Man sieht ihn, er macht seine Dribblings und es ist immer was Gutes dabei. Schlüsselduelle sind dabei, denke ich mal, Hugonet und Mathisen gegen Philippe und Polter. Das könnte interessant werden. Wie gesagt, Chabo könnte aufspielen. Der hat auch ein gutes Kopfballspiel. Und vor allem damit kann man ja bei uns punkten. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach für uns wird, wie alle sagen. Ganz viele 3-0-Tipps und so weiter. Ich denke nicht, dass es so hoch enden wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich Magdeburg-Fan bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die wegknallen werden. Knacke gegen Gomes wird interessant und Artig gegen Rittmüller natürlich auch auf der
linken bzw. rechten Seite. Mein Tipp ist 1-0. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir sie komplett wegknallen werden, so wie alle behaupten. Ich habe die Tipps gesehen, es waren 3-1-Tipps, 2-0 und ein 3-0 dabei, die ich so gesehen habe. So auf TikTok und so. Ich finde das sehr hoch geschätzt. Ich glaube, es wird ein interessantes Spiel werden. Umkämpft ist vor allem so ähnlich wie bei Schalke. Damit kann ich Braunschweig punkten, wo wir uns sehr schwer tun werden. Ich habe aber trotzdem ein Gefühl, dass wir im Endeffekt das Ding gewinnen, auch wenn es knapp wird. Aber wir werden es gewinnen. Das wäre sehr, sehr wichtig, das erste Heimspiel. Kommt gut an, Clubfans. Wir sehen uns im Stadion. Wie gesagt, Stadion-Vlog wird auch dementsprechend wieder aufgenommen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke sehr fürs Zuschauen und natürlich auch Zuhören. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und damit, ciao Leute und einen schönen Tag noch. Jedem Einzelnen.